Ich habe 30 Tage auf Koffein verzichtet. Der ganze Körper fühlt sich kaputt an. Ich habe so Bock auf Zucker. Ich hätte unter normalen Umständen eine Panikattacke gehabt. Mein Koffeinkonsum ist in den letzten 5 Jahren extrem gestiegen. Vielleicht ist daher meine Tippgeschwindigkeit auf der Tastatur auch so hoch. Egal, klar ist, ich muss runter von dem Stoff. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum? Und ich frage, warum habt ihr so eine komische Stimme? Vielleicht können wir das erstmal klären. Koffeinentzug soll ziemlich anstrengend sein. Erhöhte Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Energieverlust, Übelkeit, Verstopfungen, Konzentrationsstörungen sowie Seh- und Hörstörungen. Aber wenn man das geschafft hat und ohne Koffein lebt, hat man einen besseren Schlaf, mehr Energie, weniger Stress und gesündere Zähne. Das sind tolle Effekte, aber ich habe ein ganz eigenes Problem, das vermutlich auch durch meinen erhöhten Koffeinkonsum entstanden ist. Ich erlebe oft extreme innere Unruhe. Ich dachte erst, das hat nichts mit meinem Koffeinkonsum zu tun, aber laut Forschung gibt es da wohl eine Verbindung. Meine Hauptgründe für den Koffeinentzug sind Nervosität, innere Unruhe und seit ein paar Monaten auch Panikattacken. Also alles andere, was ich dadurch erreiche, ist ein Bonus. Das ist meine letzte Tasse Kaffee. Das ist unspektakulär. Spektakulär ist wahrscheinlich meine erste Tasse Kaffee nach 30 Tagen. Vielleicht müsste ich damit einsteigen. Welches dieser Produkte beinhaltet Koffein? 3, 2, 1, alle. Nichts davon darf ich aktuell zu mir nehmen. Und wer sich über die Schokolade wundert, die enthält von Natur aus Koffein. Und auch einige Frühstücksmüsli beinhalten es für den Kick am Morgen. Ganz andere Frage, trinkt ihr eigentlich Kaffee? Denn laut Statistik, Kaffee ist das meistkonsumierte Getränk Deutschlands und ganz Europas. Das Einzige, was wir noch öfter trinken, ist Wasser. Und selbst das gibt's inzwischen mit Koffein. Aber was ist Koffein eigentlich? Schauen wir mal rein. Koffein ist eine psychoaktive Substanz. Das heißt, sie beeinflusst die Gehirnfunktionen und verändert unsere Wahrnehmung, unsere Stimmung, unsere Denkweise und Verhalten. Es macht uns wach und glücklich, aber kann auch zu Unruhe und Angststörungen führen. Letzteres will ich vermeiden. Also gibt es für mich ab jetzt keinen Kaffee mehr, aber auch keinen der anderen möglichen Wachmacher wie Tein, Guarana, Taurin oder Zucker. Da ich weiß, wie extrem der Zuckerverzicht damals für mich war, rechne ich auch hier mit extremen Effekten und habe mir extra einen halben Tag freigenommen, falls das Ganze zu krass wird. Doch was dann wirklich passiert ist, hat mich sehr überrascht. Ich habe keine Kopfschmerzen. Habe ich nicht? Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit nichts. Vielleicht bin ich einfach zu krass. Oh ja, ich bin so krass unruhig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Meine Gedanken sind überall, die springen von links nach rechts und es ist super anstrengend und frustrierend. Aber ich habe keine Kopfschmerzen. Direkt am ersten Tag erlebe ich viele der Effekte. Aber die erhöhte Reizbarkeit bleibt aus. Genauso wie die Verstopfungen. Ich habe auch keine Hör- oder Sehstörungen. Wenn das jetzt nicht schlimmer wird, finde ich das schon... Der ganze Körper fühlt sich richtig kaputt an. Schade. Neben Einschlafproblemen erlebe ich am zweiten Tag heftigste Kopfschmerzen. Außerdem Erschöpfung, Übelkeit und Konzentrationsstörungen. Ja gut, ist auch ein kalter Entzug. Das ist ja kein leichtes Rantasten. Es kann also ab jetzt nur besser. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Kopfschmerzen, der ganze Körper fühlt sich richtig mies an. Ich versuche jetzt mal, das ein bisschen wegzuschlafen. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, wann ich so lang schon mal Kopfschmerzen hatte. Wenn es einen Tag dauert, dann ist es okay, aber ich hoffe, es ist morgen geschafft. Das ist kein Spaß. Ich fühle mich hier, als hätte ich eine richtige Grippe. Mir geht's so mies. Und das nur, weil ich 2 Tage ohne Koffein klarkommen muss? Warum? Okay, jetzt habe ich selbst so eine komische Stimme. Mein Körper hat sich an seine tägliche Dosis Koffein gewöhnt. Der plötzliche Mangel an Koffein führt jetzt dazu, dass sich meine Blutgefäße im Gehirn erweitern, was zu Kopfschmerzen führen kann. Außerdem hat mein Körper sich an den fehlenden Wachheitskick angepasst. Und das führt zu Müdigkeit. Die Symptome sind je nach vorherigem Koffeinlevel so stark, dass sie sich wie eine Grippe anfühlen können. Zum Glück sind die aber schnell vorbei. Das muss es auch, denn ich habe Arbeit zu erledigen. Ich muss Drehbücher schreiben und darf hier unter anderem diese Woche ein komplettes Buch lesen. Es gibt also viel zu tun. Da ich das wusste, habe ich das Experiment auch extra an einem Freitag angefangen. Ja, schlau von mir, hättet ihr nicht gedacht. Ich wusste, ich brauche 2 bis 3 Tage für den Entzug und dann ist alles wieder...
Ich bin wie so in leichtem Nebel. Es funktioniert immer noch nicht auf dem Level, auf dem es eigentlich sonst funktioniert hat. Ich habe Schwierigkeiten, längere Texte zu lesen, nach wie vor. Ich werde super leicht abgelenkt, wie jetzt gerade. Ein Auto fährt vorbei, eine Person hustet und ich bin abgelenkt. Das ist also dieses... Und ich vergesse nach wie vor, wo ich mit Sätzen hin will. Das ist wirklich... Ich hoffe, das hört auf. Das ist ein riesiges Problem für mich. Meine Arbeit als Drehbuchautor und auch als Regisseur am Set erfordert sehr viel Konzentration über lange Strecken. Meine Tippgeschwindigkeit ist aktuell übrigens auch im Keller. In diesem Zustand kann ich nicht gut arbeiten. Und es wundert mich auch, dass diese Entzugseffekte so lange anhalten. Ich habe 7 Tage später immer noch all diese Probleme. Warum? Was soll das? Wie lange die Symptome andauern, hängt vom bisherigen Koffeinkonsum ab, hat aber auch genetische Gründe. Vor allem, aber nicht nur, wegen dieses einen Gens. Dieses Gen steuert die Produktion eines Enzyms, das für den Abbau von Koffein verantwortlich ist. Bei manchen Menschen arbeitet es sehr schnell, bei anderen langsam. Dadurch wird beeinflusst, wie empfindlich wir auf Koffein reagieren und wie lange seine Wirkung anhält. Personen mit einer niedrigeren Aktivität von ZYP1A2, die Koffein langsamer abbauen, können stärker und länger von Entzugssymptomen betroffen sein. In Ausnahmefällen über Wochen und Monate. Monate? Ich habe keine Zeit für Monate. Ich brauche einen besseren Plan, sonst bekomme ich extremen Stress und der Stress ist einer der Hauptauslöser für Panikattacken bei mir. Zum Glück bin ich rechtzeitig über dieses Buch gestolpert. In Power Hour beschreibt Adrienne Herbert, wie man 1 Stunde am Morgen nutzen kann, um Stück für Stück das eigene Leben zu verändern. Das Buch beinhaltet konkrete Beispiele, um diese Stunde überhaupt möglich zu machen in einem vollen Arbeitstag und zeigt dann beeindruckend, wie diese neue Gewohnheit einen positiven Einfluss auf unser gesamtes Leben haben kann. Moment, wie habe ich das denn überhaupt gelesen? Stimmt, lesen schaffe ich ja gerade überhaupt nicht. Das Einzige, was gerade drin ist, ist tatsächlich Sachen hören. Also wo ich mich nicht auf Buchstaben konzentrieren muss und lesen muss, sondern einfach hören. Und zwar mit Bookbeat. Neben Power Hour hat Bookbeat fast 1 Million weiterer Hörbücher, Hörspiele und E-Books. Ob unterwegs, beim Aufräumen oder zur Augenpflege. Bookbeat ist seit Jahren mein treuer Begleiter. Ich liebe die Qualität der vorgelesenen Hörbücher und habe mich sehr über den neuen Player gefreut. Neben vielen neuen Funktionen kann ich jetzt auch Stellen mit einem Lesezeichen markieren. In einem Hörbuch. Das ist super gut, wenn ich später eine Stelle wiederfinden möchte, um sie erneut zu hören. Gerade bei den vielen Wissensbüchern, die ich höre, ist es Gold wert. Aber natürlich verbringe ich auch viel Zeit mit nostalgischen Hörspielen, wie zum Beispiel von den 3 Fragezeichen oder den gruseligen Geschichten von H.P. Lovecraft. All das könnt ihr jetzt mit dem Code Josef 2 Monate kostenlos testen und vielleicht auch eine Power Hour in euren Tag integrieren. Ich schaffe es, das Buch zu hören und die Deadline einzuhalten. Außerdem habe ich angefangen, mich mehr zu bewegen, da das die Symptome des Entzugs reduzieren soll. Und während des Experiments mache ich immer noch Intervallfasten und verzichte nach wie vor auf Zucker. Beides habe ich beibehalten. Und vielleicht überrascht mich gerade deswegen, was an Tag 8 passiert. Ich habe so Bock auf Zucker. Das ist leider ganz normal. Während Koffein den Hunger dämpfen kann, was ich ja während meines Intervallfasten-Experiments auch genutzt habe, treten beim Entzug möglicherweise Heißhungerattacken auf. Denn der Körper verlangt nach Zucker und Kohlenhydraten, um den fehlenden Energieschub ohne Koffein auszugleichen. Das ist ein kleiner Nachteil. In der folgenden Woche fallen mir 3 Dinge auf. 2 davon sind klare Vorteile, aber 1 ein massiver Nachteil. Aber fangen wir mit dem Positiven an. Erstens, meine Konzentration kommt zurück. Ich konnte Gesprächen nicht mehr folgen. Heute ist der erste Tag, an dem ich Gesprächen wieder folgen kann. Also meine Konzentration kommt wieder, ist aber immer noch auf einem Tiefststand. Also versuche ich weiter, mich viel zu bewegen. Wie meine Ärztin gesagt hat, das soll dabei helfen, dass das schneller wieder besser wird. Keine Überraschung, aber mehr Bewegung macht wirklich einen spürbaren Unterschied für mich. Das Gehen und Laufen kurbelt die Durchblutung und den Stoffwechsel an. Das hilft sehr. Außerdem verbessert die erhöhte körperliche Aktivität meine Stimmung und Wachheit. Beides ist während des Experiments stark beeinträchtigt. Auch das Einschlafen am Abend wird nach den aktiven Tagen leichter. Außerdem fällt mir auf, meine Energie kehrt zurück. Nicht erst nach Monaten, sondern nach ungefähr einer Woche. Ich fühle mich körperlich besser. Ich hatte gestern Abend das erste Mal wieder so abends Energie. Ich habe das Gefühl, das Schlimmste ist geschafft. Im Grunde fühlt es sich für mich
jetzt so an, als wäre ich krank gewesen letzte Woche. Was natürlich ein bisschen krass ist jetzt bezogen auf Koffein, weil Koffein hat ja nicht nur diese ganzen negativen Dinge, vor allem die ich jetzt in diesem Entzug erlebe, sondern es gibt ja auch positive Effekte von Koffein. Moment, was mache ich aktuell gerade eigentlich alles? Ich verzichte auf Zucker, auf Koffein, faste in Intervallen. Ist so viel Verzicht überhaupt gesund? Und ist Koffein nicht sogar eigentlich gesundheitsförderlich? Moderater Koffeinkonsum soll das Risiko für bestimmte Krankheiten verringern, die körperliche Leistungsfähigkeit steigern, die Fettverbrennung ankurbeln und vor bestimmten Krebsarten schützen. Letzteres übrigens nur, wenn ihr euren Kaffee unter 65 Grad Celsius trinkt. Sonst erhöht ihr das Krebsrisiko sogar. Das ist kein Scherz. Und Koffein kann auch die mentalen Fähigkeiten verbessern. Und ohne Koffein wären wir heute vielleicht gar nicht so weit entwickelt. Also, naja, weit entwickelt, ne? Wie auch immer. Ich komme, Moment! Koffein spielte eine entscheidende Rolle in unserer Geschichte, da es die Konzentration und das rationale Denken förderte. Vor der Verbreitung von Koffein war Alkohol das gängige Getränk in Europa, aufgrund von verschmutztem Wasser, was zu einer häufig betrunkenen Bevölkerung führte. Die Einführung von Kaffee, Tee und Schokolade im 17. Jahrhundert in Europa führte zu einer Steigerung der Produktivität und Konzentration. Genau. Endlich konnten wir über unsere natürliche Leistungsgrenze hinweg weiterarbeiten. Mit Koffein schaffen wir mehr. Wir können nachts arbeiten, länger durchhalten und viel mehr an einem Tag schaffen. Und hier kommt mein großer Nachteil ins Spiel. Ohne Koffein schaffe ich viel weniger. Ich weiß, ich sollte das als Vorteil sehen. Ich bin einfach jetzt viel früher so müde. Das heißt, meine Arbeitszeit am Tag verringert sich gerade automatisch. Das ist bestimmt gesund, weil ich jetzt mehr den Grenzen meines eigenen Körpers folge. Aber ganz aktuell ist es so, dass meine Planung mit meinen Deadlines nicht mehr so ganz aufgeht. Blöd. Oder, um es mal positiv zu sehen, ohne Koffein schaffe ich genau das, was ich schaffen kann, ohne mich künstlich zu pushen. Und was meine Konzentration angeht, erlebe ich in der 3. Woche tatsächlich eine Verbesserung zu vorher. Ich kann mich wieder richtig gut konzentrieren und habe auch das Gefühl, es ist jetzt besser, als es vorher war. Das mache ich unter anderem daran fest, dass ich mich viel weniger in Details verliere, die nicht wichtig sind. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe einen besseren Fokus auf mich selbst. Zeit, meine Tippgeschwindigkeit wieder zu testen. Das ist ein neuer persönlicher Rekord. Das ist mal wieder typisch. Während sich Tomatolix eine Droge nach der anderen reinhaut, zeige ich euch, wie schnell ich auf einer Tastatur tippen kann. Okay, dann sprechen wir doch mal über Panikattacken. Eine Panikattacke ist ein plötzlich auftretender Angstzustand mit Symptomen wie Herzrasen und Atemnot, oft ohne eindeutige Auslöser. Während einer Panikattacke fällt es dem Gehirn schwer, zwischen einer gefühlten und realen Gefahr zu unterscheiden. Das kann zu heftigen körperlichen Symptomen führen, die sich für die betroffene Person als wirklich lebensbedrohlich anfühlen können. Und das kenne ich leider sehr gut. Ich hätte unter normalen Umständen gestern eine Panikattacke gehabt. Dazu ist es nicht gekommen und ich glaube, es hat mit dem Koffeinentzug zu tun. Ich habe nämlich gemerkt, wie diese Angst hochkommt und ich konnte total klar noch darüber nachdenken, was ist eigentlich gerade los, wo kommt das gerade her? Und das war super gut, weil ich die Chance hatte, mich selber zu beruhigen. Während des Experiments kam das 2-mal vor. Einmal in der Mitte irgendwann in der Nacht und dann einmal am Tag. Beide Male habe ich es gut in den Griff bekommen und das ist neu. Aber liegt das wirklich am Koffeinentzug? Vermutlich. Ich scheine zu den Menschen zu gehören, bei denen Koffein Panikattacken begünstigt. Ich hatte vorher gar keine und parallel zu meinem erhöhten Koffeinkonsum sind sie immer öfter aufgetreten. Eine Meta-Analyse verschiedener Untersuchungen zu Koffeinkonsum stellte fest, dass 5 Tassen Kaffee pro Tag die Wahrscheinlichkeit einer Panikattacke deutlich erhöhen. Wenn man als Mensch anfällig für Angstzustände ist, kann Koffein diese verstärken oder sogar Panikattacken auslösen. Die fantastische Malwanne hat darüber auch mal ein Video gemacht. In der 4. Woche checke ich nochmal alle Faktoren. Ich habe keine Panikattacken mehr, mein Stresslevel ist erheblich gesunken, meine Konzentration erhöht und auf meine Verdauung hatte es interessanterweise keine spürbaren Auswirkungen. Die negativen Symptome sind alle weg und bei den positiven fehlt mir nur das mit den Zähnen. Das kann ich aber auch einfach nicht beurteilen. Ich hatte noch nie Probleme mit den Zähnen und die Helligkeit muss jemand anders beurteilen. Das kann ich nicht sagen. Extrem überraschend wird es dann aber, als ich das erste Mal wieder Koffein zu mir nehme. Ich habe das Gefühl, ich bin in diesen 30 Tagen viel ruhiger geworden, viel ausgeglichener geworden. Und jetzt bin ich aber trotzdem etwas aufgeregt, weil das ist meine erste Tasse Kaffee nach 30 Tagen und zwar mit Koffein. Wie
Volle Dröhnung, wie ich sie vor 30 Tagen noch getrunken hätte. Kaffee ist gar nicht mal so lecker. Also den Geschmack habe ich nicht vermisst. Es ist ein bisschen pelzig auf der Zunge. Also ich finde es gerade echt nicht geil. Dafür, dass ich mir davon so viel reingeschüttet habe. Okay, Moment. Sehe ich Kopfschmerzen hier? Okay, ne, ist wieder weg. Ich trinke jetzt mal diesen Kaffee und melde mich gleich, wenn der Koffeineffekt einsetzt. Hi. Eine Stunde später und das Koffein hat keine Auswirkung auf meine Herzfrequenz. Ich bin ziemlich irritiert. Ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt Herzrasen bekomme und dass es richtig krass wird. Nichts davon ist passiert. Ich habe keine Ahnung. Warum? Ich finde den Effekt tatsächlich ganz witzig mit der Stimme. Ach, ihr nicht? Okay, dann zurück zum Thema. Koffein wirkt nicht mehr bei mir. Warum gibt es keinen Effekt auf mich? Das liegt vermutlich daran, dass mein Körper sich während der koffeinfreien Zeit an die Abwesenheit von Koffein gewöhnt hat und die Andockstellen dafür im Gehirn jetzt weniger empfindlich geworden sind. Das heißt, mein Körper reagiert nicht mehr so empfindlich wie vorher auf Koffein und im ersten Fall sogar gar nicht. Es ist, als hätte ich einfach nur Wasser getrunken. Aber jeder Mensch ist anders. Es hätte auch sein können, dass mein Körper nach der Pause eine verstärkte Reaktion auf Koffein zeigt. Das variiert je nach persönlicher Toleranz gegenüber Koffein und dem eigenen Stoffwechsel. Dennoch ist eins für mich klar. Ich werde jetzt erstmal auf Kaffee verzichten und auch jede andere Form von Koffein weglassen. Aber Koffein ist nichts Schlechtes. Es hat viele gesundheitliche Vorteile. Es kommt nur auf die Menge an und über der empfohlenen Mindestmenge von 200 Milligramm lag ich deutlich. Ich denke, ich werde erstmal weiter die Finger komplett von Koffein lassen, denn diese neue Konzentration macht wirklich viel Spaß und ich brauche wirklich keine Panikattacken in meinem Leben. Und wenn das funktioniert, hervorragend. Das ist insgesamt wirklich die größte Verbesserung. Hier übrigens 5 Tipps von meiner Ärztin zum Koffeinkonsum. Und das nächste Selbstexperiment kommt schon nächste Woche, ist allerdings schon letztes Jahr entstanden. Es hat ein bisschen gedauert, alles möglich zu machen, was ich mir so gewünscht habe und das hat geklappt. Hallo Josef. Ganz schön spannend, was du dir alles so zutraust und zumutest. Danke an meine Supporter, danke an dich. Sei nicht zu hart zu dir und pass auf dich auf.